Herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Dieses Video ist insbesondere für Anfänger gedacht, beziehungsweise all diejenigen, die in komprimierter Form schon immer wissen wollten, wie man eine Schachpartie unfallfrei eröffnet. Dementsprechend geht es hier um die goldenen Eröffnungsregeln. Es sind insgesamt 7 an der Zahl, die ich aufgeschrieben habe und die ich mit euch hier besprechen möchte. Am besten tue ich das, indem ich es mit Beispielen mache. Die erste goldene Regel lautet: Besetze mit den Bauern das Zentrum. Das ist sehr, sehr wichtig zu Beginn einer Partie und dementsprechend beginnen die meisten Schachpartien mit den folgenden Zügen. E2, E4, das ist der häufigste Zug. Weiß besetzt mit einem Bauern das Zentrum und öffnet Diagonalen für seine Figuren. Der Läufer kann raus, der guckt raus, die Dame guckt raus und ein Bauer im Zentrum kontrolliert sehr wichtige Felder. Der Bauer auf E4 zum Beispiel kontrolliert die Felder D5 und F5. Warum ist es wichtig, das Zentrum so gut wie möglich zu kontrollieren? Das liegt ganz einfach daran, dass sich dort das Hauptgeschehen abspielt während einer Schachpartie und wer dort den größten Einfluss ausübt, hat einfach einen Vorteil. Am Rande dagegen tut sich nicht so viel. Natürlich ist es auch wichtig, das Zentrum zu kontrollieren und dort Raum zu erobern, um den eigenen Figuren Platz zu machen und auch um die Möglichkeit zu haben, auf die Flügel dann später auszuweichen. Neben E4 gibt es noch zwei weitere Hauptzüge, die mit Bauern beginnen. Zwei Haupteröffnungen, die mit Bauernzügen beginnen. Das ist D4, D2, D4, das ist nach E4. Das ist im Prinzip der kleine Bruder von E4. Weiß macht Platz für den Läufer auf C1. Der guckt raus jetzt. Und Weiß kontrolliert zwei wichtige Felder, E5 und C5. Es gibt noch im ersten Zug einen etwas seltener gespielten Zug, das ist C2, C4, das ist die englische Partie. Das ist auch eine ganz vollwertige Eröffnung. Wird aber nicht ganz so häufig gespielt wie D4 und E4. Mit C4 übt Weiß zum Beispiel Einfluss auf das Feld D5 aus, kontrolliert das Feld D5. Das Feld B5 dagegen ist nicht ganz so wichtig. Gehen wir zurück zum Zug E4. Das ist der wichtigste Zug, den man kennen muss, insbesondere auch als Anfänger. Meistens antwortet Schwarz, insbesondere im Jugendbereich, Amateurbereich, mit dem Zug E5. Das ist so der Klassiker, E4, E5. Schwarz macht im Prinzip das gleiche, was Weiß macht. Er besetzt das Zentrum mit einem Bauern und kontrolliert das Feld D4 und das Feld F4. Gleichzeitig macht er Platz für Läufer und Dame. Kommen wir zur zweiten goldenen Regel. Entwickle die Leichtfiguren. Es ist ganz wichtig, zu Beginn einer Partie zuerst die Leichtfiguren zu entwickeln. Die Leichtfiguren sind die Figuren, die in Gelb eingezeichnet sind, die Läufer und die Springer. In der Regel sollte man die Springer vor den Läufern entwickeln. Springer F3 ist dementsprechend der Hauptzug hier. Warum ist das so? Die Läufer haben natürlich eine Eigenart, als langschrittige Figur wirken sie schon von ihrer Grundposition aus. Zum Beispiel der Läufer, der steht ja hier auf F1 und der wirkt natürlich schon auf dieser Diagonale. Springer allerdings müssen erstmal herangeführt werden, um Einfluss auf das Zentrum auszuüben zum Beispiel. Es ist auch ganz wichtig, und das ist eigentlich die vierte goldene Regel, Einfluss auf das Zentrum auszuüben. Und dementsprechend sollten Figuren zentral aufgestellt werden. Springer am Rand zum Beispiel üben deutlich weniger Einfluss aus als im Zentrum. Hier auf H3 übt der Springer nur auf 4 Felder Einfluss aus. Das ist natürlich auch die Eigenart des Brettes, weil dort ist Schluss. Auf F3 allerdings übt er Einfluss auf 8 Felder aus. Das ist das berühmt-berüchtigte Springerrad. Das Ganze kann man natürlich auf die Spitze treiben, wenn man den Springer zum Beispiel auf H1 aufstellen würde, hier wo der Turm steht, dann würde der Springer nur 2 Felder kontrollieren, nämlich G3 und F2. Gut, entwickle deine Leichtfiguren. Zweite goldene Regel. Das gleiche macht Schwarz auch. Er spielt hier hauptsächlich Springer C6. Das liegt natürlich auch daran, weil Weiß den Bauern auf E5 angegriffen hat hier. Das ist eine Drohung. Wir kommen später zu einer wichtigen Regel. Eine Drohung gilt es nämlich zu parieren und das tut Schwarz, indem er Springer C6 zieht. Er entwickelt eine Leichtfigur, folgt der goldenen Regel Nummer 2
und deckt diesen Bauern. Man könnte diesen Bauern natürlich auch anders decken, zum Beispiel mit D7, D6. Das ist auch ein seltener Zug. Das ist die Philidor-Verteidigung. Die ist allerdings etwas passiv, weil der Läufer wird hier eingesperrt, der guckt nicht mehr raus und er folgt nicht der goldenen Regel Nummer 2, Leichtfiguren zu entwickeln zu Beginn einer Partie. Also Springer C6 ist hier objektiv der beste Zug. Es gibt noch einen anderen Zug hier, der immer wieder gespielt wird, das ist Springer F6. Das ist allerdings nicht gemäß den goldenen Regeln unbedingt. Er stellt eine Gegendrohung auf und greift den Bauern auf E4 an. Das ist die russische Verteidigung übrigens. Ich empfehle Springer C6. Wir sind immer noch bei goldener Regel Nummer 2 und Weiß entwickelt einen Läufer. Den Läufer nach C4. Dieser Läufer steht hier sehr gut und attackiert den Bauern auf F7. Das ist die italienische Partie. Es gibt hier noch einen wichtigen Zug natürlich, das ist der Läufer B5. Das ist ein genauso guter Zug. Das ist die spanische Partie. Um genau zu sein, die spanische Partie wurde in der Geschichte des Schachs noch deutlich häufiger gespielt als die italienische Partie. Dass ich hier Italienisch wähle für das Video, liegt so ein bisschen daran, dass ich darüber einmal ein Buch geschrieben habe mit Carsten Müller, Großmeister Carsten Müller, und weil ich es selbst spiele. Und für jugendliche Kinder ist es sehr wichtig, mit Italienisch erstmal anzufangen, aus meiner Sicht, weil es eine sehr, sehr natürliche Eröffnung ist, die den goldenen Regeln folgt und auf sehr natürliche Art und Weise Weiß erlaubt, das Spiel aufzubauen. Schwarz möchte natürlich jetzt auch eine Figur entwickeln. Es gibt hier zwei vollwertige Züge. Zum einen Läufer C5, entwickelt den Läufer, oder Springer F6, folgt auch der zweiten goldenen Regel. Beides sehr starke Züge und im Prinzip ohne Alternative. Läufer C5. Kommen wir zur dritten goldenen Regel, sehr, sehr wichtig, führe die Rochade aus. Es ist ganz wichtig, in der frühen Eröffnungsphase den König in Sicherheit zu bringen, und das tut man durch die Rochade. Der König zieht zwei Felder zur Seite und der Turm wird drüber gesetzt. Das ist der wichtigste Entwicklungszug im Prinzip in der Eröffnung. Wie gesagt, der König wird in Sicherheit gebracht, in der Ecke, und gleichzeitig wird der Turm zum Zentrum geführt. Hier steht der König offensichtlich besser, weil ihn mehrere Bauern schützen und er kann dort viel schwieriger angegriffen werden, im Gegensatz zum Zentrum. Ihr müsst euch vorstellen, im Laufe der Partie öffnet sich zum Beispiel die E-Linie, und wenn die Könige hier mitten im Zentrum stehen, dann wird es brenzlig für sie. Deswegen am besten so schnell wie möglich rochieren. Die vierte goldene Regel habe ich schon erwähnt, übe Einfluss auf das Zentrum aus. Es ist wichtig, die Figuren zum Zentrum hin zu entwickeln. Der Springer hier zentral aufgestellt, der Läufer zentral aufgestellt, das gleiche gilt für die beiden Figuren. Die Springer bitte nicht an den Rand, dort üben sie deutlich weniger Einfluss aus. Es gibt natürlich Ausnahmen, gar keine Frage, und deswegen ist das Schachspiel auch so schwierig. Für jede Regel gibt es eine Ausnahme, aber als Anfänger sollte man versuchen, immer sich so an den goldenen Regeln entlang zu hangeln und ja, fast schon sklavisch sich daran halten, um erstmal ein Gefühl zu entwickeln, wann Ausnahmen überhaupt in Frage kommen. Denn es geht erstmal darum, nicht unbedingt kreativ zu sein im Schachspiel. Man muss erstmal wirklich die Basics beherrschen, und dazu gehören die goldenen Regeln. Wo sind wir? Vierte goldene Regel. Kommen wir zur fünften. Ziehe nicht mehrmals mit derselben Figur. Schwarz ist dran. Gemäß den goldenen Regeln wisst ihr jetzt schon, was man machen muss, nämlich eine weitere Figur entwickeln. Wenn Schwarz jetzt aber auf die verrückte Idee kommt, wieder eine Figur zu ziehen, die er schon gezogen hat, zum Beispiel Springer D4, dann wäre das halt ziemlicher Blödsinn. Das liegt ganz einfach daran, dass man erstmal alle seine Figuren ins Spiel bringen muss. Ihr müsst eure Figuren wie eine Armee betrachten. Weiß hat 16 Figuren, Weiß hat 16 Figuren, beziehungsweise 8 Figuren plus 8 Bauern. Und diese wollen alle mitspielen. Es macht keinen Sinn, nur mit ein, zwei Figürchen zu spielen und übers Brett zu rennen. Die werden nichts anrichten. Das ist auch kein Leo Messi hier, der über den ganzen Platz rennt und das schöne Tor schießt. Das funktioniert im Schach leider nicht. Alle Figuren müssen mitspielen, es ist wie eine Armee. Wenn die Kriegsherren früher angegriffen haben, dann haben sie nicht einfach nur 2 Soldaten nach vorne geschickt, die wurden dann schnell getötet. Nein, die kamen von der Flanke, die kamen von der Mitte, die kamen von überall und haben gleichzeitig zusammen angegriffen. Das gilt auch für Schach. Nicht umsonst ist es ein Kriegsspiel. Beziehungsweise auch in der Analogie des Krieges entstandenes Spiel. Ne? Springer D4 in dem Beispiel jetzt hier, was ich gemacht habe, das ist natürlich ein schlechter Zug, weil Schwarz droht nichts, und anstatt sich weiterzuentwickeln, mehr Figuren ins Spiel zu bringen, stellt er den Springer ins Zentrum, aber ohne große Idee.
Eine weitere Regel lautet, entwickle die Dame nicht zu früh. Das ist auch eine ganz wichtige Regel. Schwarz ist hier am Zug. Zum Beispiel, wenn Schwarz jetzt hier auf die Idee käme, Dame F6 zu ziehen, warum auch immer, dann würde das wenig Sinn machen. Damen sind ja die stärksten Figuren im Spiel, mit 9 Punkten am meisten Wert. Und natürlich können sie deswegen viel, viel leichter angegriffen werden als andere Figuren. Beziehungsweise sie können genauso leicht angegriffen werden wie andere Figuren, aber sie müssen in der Regel dann auch wegziehen, wenn sie angegriffen werden, weil sie zu wertvoll sind. Im Gegensatz zu Bauern zum Beispiel. Und das kostet Zeit. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Zu Beginn einer Eröffnung, genau wie Raum. Raum schafft man, indem man Bauern ins Zentrum stellt, und Zeit gewinnt man dadurch, dass man die Figuren sehr schnell ins Spiel bringt und keine Zeit verliert. Eine Dame früh ins Spiel zu bringen, bedeutet in der Regel, Zeit zu verlieren. Zum Beispiel in diesem Fall, wenn jetzt hier Weiß D3 spielt, dann würde schon sowas wie Läufer G5 eventuell drohen, mit Angriff auf die Dame. Das wäre sehr nervig für Schwarz, weil er danach die Dame schon wieder ziehen müsste. Also die Dame nicht so früh ins Spiel bringen. Es gibt übrigens eine sehr bekannte Eröffnung, kommen wir dazu, E4, E5 und hier Dame H5. Das ist natürlich der Versuch des Schäfermatz, die Dame sehr früh ins Spiel zu bringen. Angriff auf diesen Bauern. Schwarz muss den Bauern decken. Läufer C4 und ihr seht schon, was droht. Es droht Dame schlicht F7 matt. Das ist natürlich eine sehr plumpe Drohung zu Beginn einer Partie. Und wir sehen, dass die Dame hier suboptimal platziert ist, denn sie wird weggejagt mit G6. Schwarz gewinnt Zeit, die Dame muss weg. Geht zum Beispiel hier. Weiß droht wieder matt auf F7. Doch Schwarz pariert diese Drohung ganz simpel, indem er eine Figur entwickelt nach F6 und den Weg der Dame nach F7 blockiert. Und Weiß hat jetzt schon mit der Dame 2 Züge gemacht und gerät schon fast in Entwicklungsnachteil, weil die Dame dort auch nicht besonders gut steht. Springer D4 ist zum Beispiel auch ein bisschen nervig, wenn das passieren würde, wieder mit Angriff auf die Dame. Außerdem, die Dame nimmt diesem Springer das natürliche Feld F3, der dort gerne sich platzieren würde. Also am besten Dame H5 vielleicht mal als Joke probieren in einer Blitzpartie oder so, aber nicht als ernsthaften Versuch in einer klassischen Partie. Damen am besten erstmal hinten lassen, erstmal sich um die Leichtfiguren kümmern, erstmal um die Rochade kümmern und später die Schwerfiguren, also die Dame und die Türme, auch ins Spiel bringen. Achte auf gegnerische Drohung, lautet meine 7. und letzte goldene Regel. Gehen wir, wo waren wir? Ungefähr hier. Wir schauen uns mal hier eine andere Eröffnung an, und zwar die folgende: Springer F6. Das ist auch ein gängiger Zug, das ist das Zwei-Springer-Spiel im Nachzuge. Schwarz entwickelt den zweiten Springer. Ein Zug, der völlig in Ordnung ist. Mein Licht spinnt gerade hier so ein bisschen, deswegen fummel ich gerade hier so rum. Ich hoffe, das wird gleich wieder. So, Springer F6. Hier gibt es, der Springer stellt eine Drohung auf. Er greift diesen Bauern an. Auf Drohungen müssen wir in der Eröffnung natürlich immer reagieren. Wir können nicht einfach sagen, nee, ich muss jetzt schnell rochieren und meine Figuren ins Spiel bringen. Wenn der Gegner eine Drohung aufstellt, muss ich diese Drohung erstmal parieren. Springer schlicht E4 hier ist eventuell eine Drohung. Also muss Weiß etwas dagegen tun. Ein logischer Zug ist D3, den Bauern zu decken. Mit dem Bauern. Und dadurch haben wir die Drohung pariert. Ein weiterer logischer Zug übrigens an dieser Stelle, und warum Springer F6 auch ein bisschen riskant ist dieser Zug, Springer G5. Das widerspricht zwar der goldenen Regel, eine Figur nicht mehrmals in der Eröffnung zu ziehen, aber Weiß stellt eine Drohung auf, und zwar eine ziemlich heftige. Den Einschlag auf F7. Mit dem Springer oder mit dem Läufer. Beides möglich. Das ist eine sehr riskante Spielweise. Das ist die preußische Partie, eine häufig gespielte Eröffnung. Hier muss Schwarz diese Drohung parieren. Es gibt leider nicht viele Wege, um das zu parieren. Es gibt eigentlich nur einen. Und das ist dieser Zug. D5. Der einzig vernünftige Zug eigentlich. Denn der unterbricht die Verbindung des Läufers zum Bauern F7. Das ist gleichzeitig so ein kleines Bauernopfer, wenn Weiß hier nimmt den Bauern und dann entsteht eine sehr zweischneidige Stellung. Hier gibt es Züge wie Springer schlägt D5. Das ist aber ziemlich gefährlich. Die theoretischen Einzelheiten werde ich euch jetzt erstmal ersparen. Ein weiterer Zug ist Springer A5 mit Angriff auf diesen Läufer. Das ist, wie gesagt, das ist eher so eine Profi-Variante. Die würde ich Anfängern erstmal nicht empfehlen zu spielen. Sehr gefährlich, für beide Seiten übrigens. Das heißt, in dieser Stellung nach Läufer C4
ist der Hauptzug, den man Anfängern erstmal beibringen sollte, Läufer C5. Einfache Entwicklung. Ich denke, wir hätten jetzt schon die wichtigsten Regeln genannt. Die 7 Stück. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Besetze mit dem Bauern das Zentrum zu Beginn. Lass uns nochmal ein Beispiel durchnehmen. Und anhand von D4. Wenn man die Partie nicht mit E4 beginnt, sondern D4. Das ist, wie gesagt, ein vollwertiger Zug. Weiß besetzt mit einem Bauern das Zentrum. Schwarz macht es ihm gleich. Mit D5. Das Licht nervt gerade ziemlich. Ich glaube, es gibt gleich den Geist auf. D5 besetzt auch das Zentrum. Die bekannteste Eröffnung hier ist das Damen-Gambit, C4. Weiß bietet einen Bauern zum Opfer an, mit der Idee, wenn Schwarz nimmt, dann das Zentrum voll zu besetzen mit 2 Bauern und den Bauern auf C4, den wird er früher oder später zurückbekommen. Das ist so die Idee des Damen-Gambits. Meistens sollte man dieses Gambit ablehnen und die meisten lehnen das Gambit ab und spielen hier E6. Das ist das abgelehnte Damen-Gambit. Schwarz hat jetzt auch 2 Bauern im Zentrum. Der Nachteil des Zuges E6 ist allerdings, dass der Läufer auf C8 vorerst eingesperrt wird. Der kann nicht raus. Wir werden sehen, wie Schwarz das Problem später löst. Weiß entwickelt sich weiter. Er bringt eine Leichtfigur ins Spiel. Goldene Regel Nummer 2. Schwarz tut es ihm gleich. Springer F6. Goldene Regel Nummer 2. Weiß bringt eine Leichtfigur ins Spiel. Goldene Regel Nummer 2. Schwarz genauso. Läufer E7. Wir sehen, Schwarz hat jetzt seinen Königsflügel schon mehrheitlich entwickelt, während Weiß erstmal seinen Damenflügel entwickelt im Damen-Gambit. Hier zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, aus Sicht des Weißspielers, dass dieser Läufer auf C1 erstmal entwickelt werden sollte vor die Bauernkette. Es wäre zum Beispiel schon sehr ungenau, E3 zu spielen hier. Das kann ich nicht empfehlen, weil der Läufer auf C1 dann eingesperrt wird. Deswegen wird im Damen-Gambit zuerst der Läufer rausgespielt, entwickelt. Schwarz macht jetzt die Rochade, goldene Regel Nummer 3. Weiß spielt E3 und macht Platz für den Läufer auf F1. Der soll raus, damit endlich auch der Königsflügel entwickelt wird und Weiß einen König in Sicherheit bringen kann. Wir machen hier noch 1, 2 Züge, Springer BD7, Turm C1. Beide Seiten entwickeln weitere Figuren. Hier entwickelt Weiß vielleicht zu etwas früh den Turm. Und das Schema, nachdem sich beide Seiten jetzt entwickelt haben, ist, Weiß hat zuerst den Damenflügel entwickelt, Schwarz den Königsflügel. In der Folge wird es genau andersrum sein. Weiß wird den Königsflügel entwickeln und dann die kurze Rochade spielen, um den König in Sicherheit zu bringen. Schwarz wird diesen Läufer hier über B7 in der Regel ins Spiel bringen. Man macht das, indem man A6 spielt hier eventuell, dann auf C4 schlägt und dann B5 folgen lässt. Auf jeden Fall werden diese Bauern hier nach vorne gebracht, damit Platz für den Läufer gemacht wird. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten fortzusetzen. Aber das ist so ungefähr das grundsätzliche Schema, wie man im Damen-Gambit spielt. Es gibt natürlich viele Variationen. Das ist ja gar keine Frage. So, ich denke, damit hätte ich die goldenen Eröffnungsregeln alle so mehr oder weniger abgehandelt. Es sind 7 Stück an der Zahl. Ich kann euch versprechen, wenn ihr euch daran haltet, dann könnt ihr auf jeden Fall jegliche Eröffnung ohne großes theoretisches Wissen erstmal spielen. Man muss wirklich nicht, wenn man Anfänger ist, sich irgendwelche Eröffnungsbücher kaufen und dort Züge auswendig lernen. Es ist ganz wichtig, die grundsätzlichen Regeln zu verstehen und diese anzuwenden. Zum Beispiel besetze mit dem Bauern das Zentrum. Das ist eine Regel, die im Prinzip für fast jede Eröffnung gilt. Fast jede Eröffnung beginnt mit E4 oder mit D4 oder mit C4. Es gibt noch einen vierten Zug, der sehr häufig gespielt wird, das ist Springer F3, aber das würde ich eher sagen, das ist ein Profizug. Der Springer wird entwickelt und Weiß strebt häufig in der Regel ein Fianchetto des Läufers, eine kurze Rochade an und danach entscheidet er sich, ob er vielleicht einen D-Bauern vorzieht, ob er nach D3 zieht und dann E4 macht oder C4 oder B3. Das ist eine sehr flexible Vorgehensweise, das ist eher so eine Profi-Eröffnung. Als Anfänger würde ich sagen, sollte man hauptsächlich erstmal E4 spielen und dort die gängigsten Eröffnungen lernen. Unabhängig davon, welche Antwort der Schwarze wählt. Es ist wichtig, immer um das Zentrum zu kämpfen, immer auf Drohungen zu achten, nicht zu früh die Dame ins Spiel zu bringen. Denkt daran, wirklich alle Figuren mitspielen zu lassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht mit einer Figur vorpreschen und irgendwelche sinnlosen Drohungen aufstellen. Die kann der Gegner in der Regel problemlos abwehren. Das ist eine Mannschaft, die wollen alle spielen und dementsprechend behandelt sie auch so, lasst sie alle mitspielen.
Ich hoffe, ihr habt was gelernt und sehen uns bald hier wieder auf The Big Greek.